Ich bin Eva Maria Tappe und ich habe Morbus Crohn. Ich lebe seit über 10 Jahren mit der CED und habe auch einen Verein gegründet, und zwar den Chronisch Glücklich e.V., der sich dafür einsetzt, Menschen mit einer CED auf ihrem Weg mit der Erkrankung in ein glückliches Leben hin zu begleiten und zu unterstützen. Ich glaube, das war so der Moment, wo ich nach relativ langen Suchen gemerkt habe, dass dort mir jemand gegenüber sitzt, der mir zuhört und der auch das Krankheitsbild und deren Komplexität versteht. Also dass da einfach die nötige Fachexpertise ist, aber auch die Spur von Empathie, die es einfach auch benötigt, mit den Ängsten, die man auch einfach so hat mit diesem Krankheitsbild, auch richtig umzugehen. Und das war für mich, finde ich, so der Moment, wo ich schon fast sehr emotional geworden bin, weil ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt endlich an einer Stelle, wo ich verstanden werde, wo das ernst genommen wird und auch gesehen wird, dass ich eben nicht nur Patientin bin, sondern auch Mensch und dass ich auch unterschiedliche Bedürfnisse habe, am Alltag wieder teilhaben zu wollen. Und das war für mich einfach so dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt bist du, glaube ich, an der richtigen Stelle angekommen. Ich glaube, es ist enorm wichtig, dass man irgendwie versteht, dass halt so eine Arzt-Patienten-Beziehung entsprechend auch nur funktionieren kann, wenn es irgendwie partnerschaftlich ist. Ich meine, das Wort Beziehung sagt es eigentlich schon, und ich glaube, da muss man irgendwie lernen, dass ja jeder irgendwie seinen Beitrag auch leistet, und ich glaube, das ist enorm wichtig, und das ist für mich halt auch und auch viele andere Patientinnen super wichtig, wenn man auch das Gefühl hat, es geht ja um das eigene Leben, es geht ja um den eigenen Körper, und dass man da in die Lage gebracht wird, auch für sich selber einzustehen und auch eben genau diese Informationen mitzugeben. Wie geht es mir aktuell? Wie sieht mein Alltag aus? Wo möchte ich vielleicht gerne wieder hin? Und ich glaube, das ist enorm wichtig, auch gerade im Hinblick auf auch die Wirksamkeit und das Finden der richtigen Therapieansätze. Und das hat für mich in der Vergangenheit sehr gut funktioniert, weil wir sehr gut miteinander sprechen. Also ich mittlerweile auch ein ganz gutes Bild darüber habe, was mein Gastroenterologe auch wissen muss, wenn wir da an gewissen Entscheidungspunkten stehen. Und er bezieht mich auch wirklich ein. Das finde ich halt wirklich, gibt mir ein sehr gutes Gefühl, dass man rauskommt aus so einer passiven Rolle und hinkommt in ein Ich bestimme mit. Also natürlich ist man ja auf die fachliche Einschätzung des Gastroenterologen angewiesen und natürlich auch auf die Dinge und das Wissen, was er hat, aber entsprechend gibt er mir auch das wertschätzende Gefühl zurück, dass genauso mein Part auch wichtig ist, und dass das, was ich im Prinzip ihm mitgebe an Informationen darüber, wie es mir geht und was ich im Alltag so erlebe, dass es eben genauso entscheidend ist für den Therapieweg, den wir gemeinsam dann entsprechend entscheiden.